Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für super leckere Blaubeerschnecken. Dafür bereiten wir zunächst einen Hefeteig vor, einen halben Würfel frische Hefe in eine Rührschüssel bröseln, 50 Gramm Zucker sowie 200 Milliliter lauwarme Milch dazugeben, außerdem ein Ei, 50 Gramm weiche Butter, eine kleine Prise Salz und zum Schluss 500 Gramm Weizenmehl. Ich habe 405er genommen. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten richtig schön verkneten, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Hefeteig anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls ein wenig einmehlen, leicht mit den Händen flach drücken und dann mit einem Nudelholz weitermachen, den Teig dünn und flach ausrollen, dabei versuchen möglichst rechteckig auszurollen auf die Größe von ca. 50 x 40 cm. Wenn das erledigt ist, können wir den Hefeteig belegen, dafür als erstes mit Blaubeermarmelade einstreichen, 3 bis 4 Esslöffel sollten genügen, den kompletten Teig mit der Marmelade einstreichen. Danach kommen noch frische Blaubeeren dazu, ca. 200 bis 250 Gramm, ebenfalls gleichmäßig auf dem Teig verteilen und so können wir den Hefeteig aufrollen, einfach von der Längsseite her straff aufrollen, dabei den Teig über die Blaubeeren schlagen und die Blaubeeren so im Teig einschließen. Danach müssen wir die Teigrolle im Prinzip nur noch portionieren. Ich habe insgesamt 16 etwa gleich große Stücke aus der Rolle geschnitten, ca. 3 bis 4 cm dick und dann mit der Schnittfläche nach unten auf 1 bis 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen, etwas Platz zwischen den Schnecken lassen und so können wir die Blaubeerschnecken jetzt erstmal ruhen lassen, mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten aufgehen lassen, bis die Schnecken ihr Volumen deutlich vergrößert haben. So gehen die Backbleche danach für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft für 2 Bleche gleichzeitig oder 180 Grad Ober-Unterhitze für 2 Bleche hintereinander, bis die Blaubeerschnecken eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. So sehen die Blaubeerschnecken dann nach dem Backen aus. Jetzt erstmal abkühlen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um den Zuckerguss. Eine Zitrone entsaften, 200 Gramm Puderzucker in eine kleine Schüssel geben, den Zitronensaft nach und nach zum Zucker geben und verrühren, bis daraus ein zähflüssiger Zuckerguss entstanden ist. Den fertigen Zuckerguss anschließend großzügig über den ausgekühlten Hefeschnecken verteilen, die Blaubeerschnecken damit dekorieren und danach sind wir fertig. Die Blaubeerschnecken anschließend am besten direkt servieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.